Camino Francones, Etappe 6, Kalckreuth, Nürnberg. An meinem vorerst letzten Tag auf dem fränkischen Camino stehe ich um 6 Uhr auf. Nachdem ich mich in einer Bäckerei mit Proviant eingedeckt habe, starte ich um 8 Uhr los. Wenn du meine Videos magst, kannst du gerne ein Like und einen Kommentar hinterlassen. Um den Kanal zu abonnieren, klicke einfach auf die Muschel im Video. Gegen 8 Uhr geht es los. Ich verlasse Kalckreuth in Richtung Nürnberg. Von einem Hügel sehe ich die Silhouette der Burg. Durch einen Buchenwald führt mich der Weg an Grabhügeln aus der Keltenzeit vorbei. Ein Schild heißt mich im Sibalder Reichswald willkommen. Gegen 10.45 Uhr komme ich in Buchenbühl an einem Schild mit interessanten Informationen über den Jakobsweg vorbei. In der Himmelfahrtskirche hole ich mir meinen nächsten Pilgerstempel. Das Straßenschild zum Ohrwaschelweg finde ich sehr witzig. Der Weg führt an Bahnschienen vorbei, bevor ich kurz darauf am Albrecht-Dürer-Flughafen von Nürnberg vorbeilaufe. Das ähnelt der Ankunft in Santiago de Compostela. Sehr passend für den Abschluss meines ersten Caminos. Weiter geht es auf dem Waldklärpfad Siegelach. Allmählich komme ich in die Außenbezirke von Nürnberg. Auf dem Weg in die Stadt vermeide ich Autostraßen und gehe lieber durch Parks und Grünanlagen. Gegen 13 Uhr zieht mich ein Fischrestaurant in seinen Bann, in dessen Eingang Jakobsmuscheln eingemauert sind. In dem Lokal verzehre ich nach alter Tradition ein alkoholfreies Pilgerweißbier und Schnitzel wieder Art mit Kartoffelsalat. Weiter geht es in die Altstadt von Nürnberg zur Nürnberger Burg. Ich betrete die Sibalduskirche, hole mir hier den nächsten Pilgerstempel und bewundere die mittelalterliche Kunst in der Kirche. Es geht weiter vorbei am schönen Brunnen auf den Nürnberger Hauptmarkt. Hier eröffnet das Christkind im Advent den Nürnberger Christkindlesmarkt. Ich laufe weiter über die Pegnitz zum Jakobsplatz. Dort besichtige ich zunächst die Kirche St. Elisabeth und entdecke in der Kuppel den heiligen Jakobus. Als ich die Kirche verlasse, winkt mir Papst Franziskus zu. Belustigt stelle ich fest, dass der nur aus Pappe ist. Nun betrete ich mein Etappenziel, die Kirche St. Jakob. Im Eingangsbereich findet man viele Informationen über die Jakobswege in Deutschland und Europa. Eine Statue des Apostels säumt den Eingang zum Hauptschiff. Hier gibt es auch den vorerst letzten Stempel für meinen Pilgerpass. Als ich ins Freie trete, fällt mir eine Jakobsmuschel am Boden auf.
Diese habe ich 2022 zum Symbol für meinen YouTube-Channel erkoren. Zum Abschluss laufe ich zum Nürnberger Hauptbahnhof und besteige gegen 16 Uhr den ICE nach München. Hier sieht er meinen Pilgerpass am Ende des Camino Franconés. Die Etappe von Kalckreuth nach Nürnberg ist ca. 17,3 Kilometer lang. Durch den Fußweg zum Nürnberger Hauptbahnhof und zu Hause in München komme ich an diesem Tag auf ca. 24 Kilometer.